Der Mann hörte plötzlich seltsame Geräusche aus seinem Garten. Als er nachsah, war er von dem, was er sah, sofort schockiert. Mitten im gefliesten Innenhof hatte ein großes Reh gerade ein winziges Kitz zur Welt gebracht, das wahrscheinlich aus dem Wald hinter dem Haus stammte. Überraschenderweise war die Hirschmutter, entgegen ihrem mütterlichen Instinkt, überhaupt nicht sanftmütig, stattdessen wurde sie unerklärlicherweise aggressiv. Es trempelte wiederholt auf dem zarten Körper des neugeborenen Kitzes herum und versetzte ihm kräftige Tritte. Das hilflose Kitz lag zitternd in einer Pfütze Fruchtwasser, die Nabelschnur war noch dran, und es konnte sich nicht bewegen, um sich zu verteidigen. Jeder Tritt schien darauf abzuzielen, das entstehende Leben auszulöschen, jagte dem Mann einen Schauer über den Rücken und erfüllte ihn mit Trauer. Er stand einige Sekunden wie erstarrt da, dann fasste er sich wieder, rannte schnell hinüber und verscheuchte die Hirschkuh. Als das Tier Menschen sah, geriet es in Panik und floh in den tiefen Wald, wobei es das schwache Kitz zurückließ, das kaum noch lebte. Der Mann bat seine Frau, ein trockenes Handtuch zu holen, und gemeinsam wischten sie den nassen, kalten Körper des kleinen Wesens sauber. Die Ehefrau brachte außerdem warmes Wasser, um das Blut und das Fruchtwasser abzuwaschen und es so warm zu halten, dass das Baby wieder zu Bewusstsein kommen konnte. Ohne zu zögern, brachten beide das Reh eilig zur nächsten Tierklinik und hofften inständig auf ein Wunder. Das Ärzteteam nahm ihn sofort in Empfang, brachte ihn eilig in die Notaufnahme und beurteilte seinen Zustand als äußerst kritisch. Sie verabreichten Injektionen, intravenöse Flüssigkeiten, führten Beatmungsschläuche ein, verbanden Wunden und führten im Kampf ums Überleben sogar eine Herz-Lungen-Wiederbelebung, HLW, durch. Die Zeit verging in Anspannung, alle fürchteten, dass das kleine Leben es nicht schaffen würde. Doch dank Liebe und Ausdauer überstand das Kitz die kritische Phase und öffnete schwach die Augen. Alle brachen in Jubel aus, als ein zerbrechliches Leben vor dem Tod gerettet wurde. In der darauffolgenden Woche wurde das kleine Reh im Krankenhaus aufmerksam betreut. Die Krankenschwestern und Ärzte liebten es wie ein Familienmitglied. Als sich das Tier erholt hatte und aus der Klinik entlassen wurde, beschloss das freundliche Paar, das Reh mit nach Hause zu nehmen und zu adoptieren. Sie behandelten es wie ein Haustier, verbrachten Zeit damit, es zu streicheln, mit ihm zu sprechen und es mit köstlichen Mahlzeiten zu füttern. Die Tage vergingen in liebevoller Pflege, die dazu beitrug, dass die Wunden des Rehs sowohl physisch als auch psychisch heilten. Das Tier reagierte sanftmütig, seine Augen leuchteten stets hell vor Dankbarkeit gegenüber denen, die ihm das Leben gerettet hatten. Niemand hätte sich vorstellen können, dass das winzige Wesen, das an jenem Tag dem Tode nahe schien, nun voller Leben heranwachsen würde. Es wurde agil, liebenswert und zärtlich, wie ein wichtiges Familienmitglied. Diese Geschichte ist ein Beweis für die Kraft von Freundlichkeit und Liebe. Manchmal kann schon eine kleine Geste Wunder bewirken und ein Leben retten. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Geschichte zu lesen. Wenn Ihnen das gefallen hat, vergessen Sie nicht, ein Like dazulassen und den Kanal zu abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen.